Easy XL. Gesamtsystemgewicht 180 Kilo. 180 Kilo. Grüß dich, Tobi. Hi. Was ist denn hier neu? Also was hier neu ist, beziehungsweise auch wirklich besonders ist, ist die Ausstattung, die wir haben. Eins fällt sofort auf, und zwar, dass hier die bei Schulz verbaut ist. Die gute Sattelstütze aus Saarbrücken, und zwar die mit der langen Feder. Die ist jetzt integriert oder bilde ich mir jetzt nur ein? War die schon immer so, genau so? Oder war die nicht getrennt vorher? Was meinst du mit integriert? Integriert, dass also das Standrohr und die Sattelstütze in einem ist. Das war schon immer so. Immer so. Was jetzt hier sich geändert hat, ist dieses LT. Das nennt sich Long Travel. Vorher war da ST für Short Travel. Das heißt, der Hub hier, also das Ding ist länger geworden, dass es halt ein bisschen komfortabler nochmal mehr ist. Ne? Komm, ich stelle euch mal vor, du bist der Lucien, hast dir extra ein Easy-T-Shirt angezogen. Hast du es selber gemacht oder gab es das vom Hersteller bei Kauf von 100 Bikes dazu? Genau so in etwa. Ne? Das haben wir dann mal gespendet gekriegt. Und ich habe mir mal gedacht, komm, hab das da rumliegen, warum soll ich es nicht mal anziehen bei einem Easy-Dreh? Ne? Du bist der Tobi, grüß dich Tobi. Hey. Ja, du bist oft in der Werkstatt, du sagst, die Dinger sind total unkompliziert, weil da nichts mehr dran ist, was groß noch kaputt gehen kann. Also die Schaltung, das fängt damit an, du hast eine stufenlose Schaltung hier mit drin, sehr beliebt. Genau, also stufenlos ist auch sehr beliebt. Hier haben wir jetzt die 5-Gang Nexus drin. Also doch Stufen. Okay. Genau, also hier hast du Stufen, und zwar 5. Das ist auch eine von den Schaltungen, die mit dem starken Bosch-Motor gut zurechtkommen. Also stark ist hier jetzt ein Performance X, oder? Da ist ein Performance-Line drin. Ja. Die 75. die neue Version mit 75 Newtonmeter. Also es gibt eine neue Performance Line Version. Da muss man vielleicht noch mal ein bisschen ausholen. Die Performance Line Version ist eigentlich der optimale Motor für diese Art von Gattungen, denn er ist extrem leise und er hat eine irre Reichweite. Warum? Du hast halt nicht ganz so den großen Stromverbrauch, wie jetzt der CX verbraucht. Er ist ein bisschen zurückgenommen dadurch, dass er ein bisschen weniger Leistung hat. Und er ist auch von der Bauart ist er ein bisschen größer und dadurch auch nicht so hochfrequent. Also er ist tatsächlich leiser. Ist viel leiser, ne? Ja, hörst du kaum. Hörst du kaum. Und das habe ich gemerkt. Also ich fahre ja EP8 im Moment und Yamaha. Der EP8 ist eigentlich super leise für 85 Newtonmeter, aber der Punch ist nicht so. Kann man den vergleichen, EP8 und der Performance Line? Ach ja, ich würde fast sagen, dass der Bosch so ein bisschen mehr sogar noch zieht, vom Gefühl her einfach. So nach der ersten halben Umdrehung hast du hier ein bisschen mehr Zug dahinter. Also was ich gemerkt habe, auch beim EP8, ich habe eine irre Reichweite. Die ist hier genauso. Da ist eine neue Batterie dabei, die hat mehr Power. Genau, 45 Wattstunden mehr, als wir es bisher gekannt haben. Hier haben wir jetzt einen 545 Wattstunden Akku hinten drauf. Gates, Carbonriemen, auch hier wartungsfrei eigentlich, oder? Ja, also hier musst du nichts großartig reinigen oder schmieren. Klar, es gibt so eine Möglichkeit, dass wir mal, wenn das Rad bei uns in der Inspektion ist und mal sehen, ja, der Riemen ist jetzt mal langsam an manchen Stellen vielleicht ein bisschen angesprödet, dass er jetzt nur noch 5 Jahre hält anstelle, was auch immer, und sprühen wir den mal vielleicht mit so einem Riemenpflege ein. Aber das muss nicht unbedingt Aber jetzt mal Hand aufs Herz, die Riemen halten doch ein Leben lang eigentlich. Also wenn du nicht gerade 50.000 Kilometer fährst. Ich glaube, bei 30.000 wird es dann langsam fällig. 30.000, das dass ist der ja dann schon... hier ausfranst, ne? Also das haben wir auch, der kann dann hier schon mal so ein bisschen ausfransen. Dann geht aber immer noch. Klar, der geht dann noch immer. Das ist aber wie bei der Kette. Irgendwann, du kannst die Kette in 1.000 Kilometer wechseln, 2.000 oder nach 10.000. Aber dann ist halt irgendwann diese Schalterei und alles, ne, so eine Sache. Aber der Ist doch sehr leise, der Riemen, oder? ultra leise, den hörst du fast gar nicht. Du hörst bei dem Rad auch nur diesen Schaltvorgang und das war's. So, Abus Schloss mit dabei, das ist auch ein tolles Schloss. Genau, das Rahmenschloss, das Original von Abus, genau wo Hinterrad blockiert, das sogenannte Bäckereischloss, wenn man mal kurz reinspringt in den Laden und sich ein Eis kauft oder so. Da gibt es auch gibt's eine Zusatzkette? Genau, da gibt es für knapp 40 Euro so eine Zusatzkette, wo der Bolzen hier reingesteckt wird. Ne? Und dann kann man mit ungefähr 90 bis 110 Zentimeter an einen immobilen Gegenstand das Rad befestigen, so dass dann auch keiner was sagen kann. Ne? Also so ein Ding hat mein Zahnarzt ja angekettet und da hat es auch bisher keiner geklaut. Also es ist auch jetzt vielleicht nicht erste Wahl, aber vielleicht kommt das ja noch in Berlin, der Fahrraddiebe, dass man sagt, hier auf dem Klauzettel steht ein Easy. Die Marke ist schwer am Kommen, so ein bisschen wie On-Schuhe, oder? Ja, kann man tatsächlich vergleichen. Also ungefähr genau in dem Maße boomt das Ganze gerade. Und man erreicht auch Leute, die vorher gesagt haben, Kompaktrad nie im Leben, wie sieht das denn aus? Wenn die einmal drauf gefahren sind, dann ist es oft vorbei.
So, 4.799 Euro. XL, beziehungsweise sogar XXL bedeutet für große Personen, aber auch für schwere Personen. Wie sind die Unterschiede? Das kleine hat wie viel Kilo? Das kleine hat so circa 24. Nee, ich meine insgesamt Systemgewicht. Das Systemgewicht hat das neue 23er Modell anstelle 140, 150 Kilo. Und das hier hat die 180 Kilo. Also 30 Kilo mehr. Genau. Und den Frontlader, der optional bei dem anderen dazugekauft werden muss, ist immer hier dabei. Das ist der Frontlader. Das heißt, da kann ich entweder einen Systemkoffer drauf machen oder sowas. Taschen, Rucksäcke, Hundekörbe, Einkaufstaschen. Da gibt es ja mittlerweile, Easy hat ja da mittlerweile so viele Zusatzsachen und Clickfix-Sachen und Ortlieb-Sachen kann man da reinmachen. Ja. Das neue Pedal, zeig's nochmal. Ja. Machen wir mal das Mikro nochmal dran, dann hört man mal richtig, wie das einrastet. Ne? Also es ist für große Füße und für Leute, die ein bisschen mehr Druck drauf geben oder schwerer sind, absolut ideal, weil es ist super gelagert und es hat eine große, hochwertige Auflagefläche. Also das werde ich mir tatsächlich jetzt auf mein Mountainbike schrauben. Das ist auch richtig cool. Denn klar, da habe ich jetzt keine Dornen oder sowas drin, aber der Vorteil ist, dass ich mir nicht jedes Mal irgendwelche Sachen verschrappe. Also das ist ja das Problem, wenn du das ins Auto einlädst. Also tolles Pedal dabei. Die Kette ist komplett von oben auch geschützt. Ja, haben wir hier diesen Belt-Fender, ne, der ein bisschen hier das Ganze nochmal schützt halt. Sattel ist breiter nochmal geworden. Vorher war ja bei den XL-Modellen, beziehungsweise nicht XL, davon ist es gar nicht abhängig, sondern von den Komfortmodellen. Komfortmodelle sind ja die mit der Sattelstütze von bei Schulz, dem gekröpfteren Lenker und dem breiteren Sattel. Ein bisschen mehr Holland, oder? Genau, ein bisschen mehr aufrecht, ein bisschen mehr Komfortfahrer. Und hier war vorher ein L-Sattel drauf, jetzt haben wir den XL-Sattel drauf. Also hier dieser Hydroform Secure-Sattel ist hier nochmal breiter. So mehr geht dann jetzt auch langsam wirklich nicht mehr. So, ihr habt eine Sparkasse gerade ein Easy verkauft. Das Coole ist, das ist auch ein Fahrzeug, was du durchaus für den gewerblichen Bereich nutzen kannst, oder? Genau, also zum einen kann halt wirklich jeder damit fahren und zum anderen kannst du auch wirklich mal ordentlich Gepäck mitnehmen. Also da hast du jede Menge Aufnahmen gratis, wenn du noch den Frontloader dran hast, kannst du vorne was draufklicken, kannst hinten was draufpacken. Also da hast du viele Möglichkeiten. So, ich brauche keine Zulassung hierfür. Das heißt, du kannst also einfach, das ist ein Fahrrad, oder? Das ist ein ganz normales Fahrrad, ist bei 25 abgeriegelt, heißt ab dann unterstützt der Motor nicht mehr, dann geht alles nur mit eigener Kraft. So, nimm's mal runter, denn es hat einen Griff tatsächlich, der auch zeitgleich die Rahmenverstärkung. Ist ja auch so in der Mitte der Schwerpunkt, oder? Ziemlich in der Mitte. Also Ziemlich in der Mitte. weiter hinten greifen, aber dann Kannst Das ist hoch halt hin. hier auch richtig cool. Bei vielen anderen Kompakträdern, also ich will die jetzt nicht schlecht machen, aber da ist es halt so, da schwappt das Ganze von hinten so rüber. Wir halten ja auch, und das ist dann schon nervig, gerade so die Frauen, die da. Was ich cool finde, ist, dass die Pedale wirklich funktionieren. Also normalerweise fummelst du dir immer einen ab, um die Pedale einzuklappen. Ja. Oder klemmst du die Finger oder sowas. Hier dieser Schnapper, Da haben sie echt was Tolles gemacht. vor allen Dingen auch dieser Mechanismus hier, ne? Wie das hier einrastet. Das ist ja hier so ein Gelenk, also beziehungsweise hier dieser Einrastpunkt, der ist, also ich habe es schon extra mal probiert, ne, weil ich mir gedacht habe, komm, und auch mal mit dem Gewicht da drauf gefahren, extra mal ein bisschen Druck mehr drauf gegeben, wirklich sattes Fahrgefühl. Also diese 3 Kontaktpunkte, Hände, Sattel und Füße, ne, das sind ja die Punkte, wo der Körper halt mit dem Fahrrad in Verbindung steht, und da ist halt ein Pedal auch wichtig. Also So. das fühlt sich einfach satt an. Ne? Nexus, Best 3-System, also das neue Display ist jetzt drauf, drahtlos, oder? Genau, haben wir ein Bluetooth-Display, drahtlos, wo wir hier einfach abmachen können, und haben hier auch die Möglichkeit, andere Displays ganz schnell dran zu machen. Oder gar keins. Du Oder kannst gar einfach keins. abnehmen, nur mit kannst dieser trotzdem fahren. Remote halt hier fahren, die zeigt dir ja alle wichtigen Sachen an. Motorisierung hier im Lämpchen, wie viel Akku wir noch haben. Und hier schaltet man dann halt rum, ne? Hoch und runter, stärker. Und dann sieht man das mit Lichtfeedback. Ne? Die Glocke, geht die? Die ist neu. Vorher war es ja so ein witziger Sack oder was das war, ne? Diese Easy-Glocke. Und jetzt haben wir halt hier die Klingel, die wir schön noch einstellen können, wie wir es halt haben Also wollen. eine helltönende Klingel, die du auch hörst. Ja. Also cool. So, dann darfst du mal eine Runde drehen. Muss ich aber gucken, mit Denn- Werkzeug, weil es ist schon hoch. Nö, das geht schon. Kann ja die Linie machen. Du kannst auch fliegen, oder? Und jetzt sind endlich mal, nee, ist so hoch. Ich glaube, da muss diesmal der Tobi, er lässt sich nicht, er kommt ja auch aus dem BMX-Bereich, da gibt es eh keinen Sattel. aus dem BMX-Bereich nicht, aber aus dem Mountainbike-Bereich, ja. Ist schon ein bisschen hoch. Aber es ist ja auch ein XXL. Du hast keine Schnellspanneinstellungen. Also die denken da schon an die Innenstädte. Da wird so ein Sattel auch schon mal geklaut.
damit das nicht passiert, ist der fest. Genau, also du hast ja Sattel und Federstütze, die halt zusammen schon irgendwas so Richtung 300 € kosten. Deshalb ist das erstmal fest verschraubt. Wenn man möchte, kann man auch einen Schnellspanner dran machen. Wenn man sagt, okay, ich habe mein Rad eben am Auge, ist es auch möglich, aber erstmal verschraubt. Gibt es da eigentlich Spezialschrauben, dass ich die nicht gleich aufkriege? Oder? Gibt es mittlerweile auch schon, jetzt nicht direkt von Easy, aber es gibt Schrauben, die man nehmen könnte. Ja. Also dich fragen, also da gibt es spezielles Werkzeug, sodass du die nicht mit jedem Wald- und Wiesen-Schraubendreher aufmachen kannst, oder? Genau, die gibt es mittlerweile auch. Ist Diebstahl ein Thema hier in Kaiserslautern? Ja, ist überall ein Thema, in jeder Stadt. So ein Easy. Ist das mit der gefederten Sattelstütze, das ist schon richtig komfortabel, oder? Also die ist halt, boah, das ist schon, merkst du bald gar nichts mehr. Hydroform, also das ist ein Komfortrad. Die dicken Reifen, die haben richtig viel Luft, sodass sie schön federn. Genau, ist auch eine Plusbereifung, also hast hier 2,35 Breite. Das ist schon richtig ordentlich, hast du sonst auch nur auf einem großen Mountainbike oder Trekkingrad. Also die sind wirklich, wie heißt ein Ballonreifen, ne? Also auch Sicherheit finde ich wichtig. Also wenn du mal über Schwellen oder Straßenbahnschienen fährst, die dicke Bereifung, da kannst du nicht so schnell einbrechen, ne? Genau. Also die sind wirklich super stabil. Wenn du da in irgendwelche Rillen reinkommst, hast du kein Problem. So, komm, ich filme nochmal das Schild für alle, die 4.799 € zu viel haben für ein Kompaktrad. Die Stimmen habt ihr ja schon ganz schön teuer, aber ich meine, das ist ja jetzt freiwillig. Das heißt, es wird ja keiner gezwungen. Es ist nicht so wie früher in der DDR, es gibt nur ein Fahrrad und das heißt Easy. Trotzdem ist es sehr beliebt, trotz des Preises. Ne? Ja, also es ist halt wirklich so, gerade beim kompakten Rad, da ist Qualität noch wichtiger, weil wenn da jetzt nicht das Beste vom Besten verbaut ist, dann macht es bei so einem kleinen Rad auch nicht viel Spaß. Da klappert alles, das flattert, du hast kein gutes Fahrgefühl, also da muss schon das Beste vom Besten dran, finde ich. So, mach den Lenker mal quer, dass man mal sieht. Also wenn ich jetzt Transportposition mache, dann senke ich den Lenker komplett ab. Ich finde auch, man muss ein bisschen fair bei der Diskussion sein. Klar, das ist wirklich viel Geld, das wissen wir selber auch, ne? Auch wenn wir da jeden Tag damit zu tun haben. Aber man muss auch dazu sagen, Obwohl ihr Fahrradhändler, ihr seid ja jetzt schwer reich, die letzten Jahre. das Ding ist halt, Vorsicht, Ironie, ne? Nee, aber die Sache ist halt, es ist ja oft so im Leben, dass wenn man für Technik oder für, ob es bei Autos ist, Laptops, Handys, für die besten Sachen bezahlt man immer noch mal einen drauf. Ne? Klar, gerade Laptops gibt es den Gaming-Laptop für 1300 € und den für 3500. Vielleicht ist es in der Spitze gar nicht so viel mehr Leistung, aber es gibt immer Leute, die sowas haben wollen. Aber ich sag mal, man muss ja so eine Anschaffung oft sehen für 10 Jahre oder mehr. Und was ziemlich cool ist, du kannst es ja brutto für netto vom Lohn absetzen, machen auch viele, da muss man es nicht gleich bezahlen. Der Arbeitgeber übernimmt das Ganze und nach 3 Jahren gehört es einem und dann liegen wir bei einer Rate von, denke ich mal, 120 € oder so im Monat. Brutto wahrscheinlich, da sind wir. Netto. Ja, netto Weniger sind. knapp unter 100 sind wir da schon noch, ja. Ja. Okay, also je nach Steuerklasse, muss man ausrechnen. Jetzt würde ich gerne noch einen Test machen, weil ihr habt ja Pickup-Reifen hinten drauf. Tobi, wenn du mal gerade, wie groß bist du? Also ich weiß nicht, 1,76 irgendwie sowas. 1,76. Magst du mal gerade ein Werkzeug holen, dass wir mal den Sattel ein bisschen tiefer machen? Ich unterhalte mich derweil mal mit Lucien. Du weißt ja, was ich vorhabe. Nee, tatsächlich nicht, weil das ist ja kein Lasterrad, wo wir jetzt beide drauf springen können, ne? Ja, aber die Bereifung ist ja Pickup. Die ist aus dem 180 Kilo. Was wiegst du? 76, 77 so. Sehr schön. Und der Kollege? Ich glaube, der Tobi wiegt knapp unter 70. Also 7 und 7 sind 14? Also wir sind mit 150? 150 Kilo zusammen, ja. Geht doch, darfst du doch. 30 Kilo wiegt das Fahrrad. Sind wir bei 180 Kilo? Räder, ne? Ja, aber vielleicht mal gucken. Also früher hat mich meine Cousine immer auf dem Gepäckträger mitgenommen. Und das werden wir jetzt mal probieren. Das Ganze ist ja zugelassen für 20, 25 Kilo, aber er prüft schon mal den Luftdruck, der da ist. Das ist ein extrem stabiles Rad. Und das werden wir jetzt mal testen. Nämlich mit der Kombination des Vertrauens. Du weißt ja selber, in Thailand fahren bis zu 4 Personen auf so einem Rad. Tuk-Tuk, ja. Das kennt man, ja. Aber nicht nur auf den Rädern, sondern auch auf allem. Auf So. Wer mag fahren, wer mag hinten drauf? Weder noch. Weder noch. Trotzdem müssen wir es probieren. Heute mal halten. Nee, komm, ich mach's. So, wir machen das mal, zeigen das mal gerade. Wenn du einfach mal hinten drauf gehst. Ich? Ja, und der Tobi fertig. Wir haben ja 180 Kilo Systemgewicht, das heißt, wir wären sogar noch im zulässigen Bereich.
Und das Coole ist das Flattern. Du hast also selbst, wenn du Last hier drauf hast, du hättest jetzt hier Taschengepäck und so weiter, das merkst du nicht beim Easy, oder? Ja, das merkst du fast nicht. Also muss halt schon gleichmäßig beladen. Ich glaube, wenn der Lucien jetzt hinten drauf sitzt, dann könnte man es tatsächlich merken. Wir probieren es mal. Ihr seid ja ein gutes Team. So, Körperspannung bitte. Doch, du könntest ihn lieb umarmen. Ja, und bitteschön. So, Turbo drin? Ich habe Angst mit den Fingern. Ja, Turbo drin. Turbo drin. Ich gebe dir mal ein bisschen Anlauf. Und geht. Tatütata, die Feuerwehr ist da. Wir drehen mal. Was ist unten? Hier ist ein bisschen Glas. Glas ist unten, okay. Aber nur so ein Stückchen gerade. Ich habe nur verstanden, gib Gas, habe ich verstanden. So, ich habe noch 1% Akku, beeilt euch. Da sind sie, die beiden. 180 Kilo Systemgewicht. Okay, vielen Dank. Konrad, der Fahrradladen, das Ganze geöffnet montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 15 Uhr in der Glockenstraße 4 in Kaiserslautern. 0631 8914 89. Und Sie kommen tatsächlich noch einmal her, dann können Sie vielleicht noch Tschüss sagen. Das Dream Team. Hast du extra hier so bonzenmäßig deine Karre hier hingeparkt? Dass man sie, ist er neu eigentlich? Der ist quasi neu, wir mussten lange drauf warten. Das ist unser Lieferfahrzeug und wir. Komm, Lieferfahrzeug. Das ist doch, ihr liefert damit Fahrrad. Der hat keine teuren Ledersitze drin. Das ist die mittlere Ausstattung. Guck rein. So, ich muss Schluss machen. Ich habe schon Wir Abmoderation. holen ab für unsere Kunden, wenn die Reparaturen und keinen Fahrradträger haben oder nicht gut schwer heben. Holt ab. Und manchen Kunden liefern wir auch. Ja. Ja, klar, mit dem Vito. Ist wirklich so. Ist es Vito oder V-Klasse? V-Klasse. V-Klasse, okay. Der hat auch nicht viel PS. Ja, ist klar. Tschüss. Ciao.